wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mir irgendwas erzählt, gibt es eine ganz einfache Richtschnur meines Therapeutenverhaltens. Ich möchte meinem Gegenüber helfen, sich so zu akzeptieren, wie er ist. Ja, Martin, es ist schön, dass wir heute miteinander reden können. Und im ersten Teil haben wir ja schon viel über deine Arbeit geredet und deinen Ansatz zur Therapie. Und ich würde jetzt gerne in den zweiten Teil übergehen wollen, wo ich mehr den Fokus habe auf vielleicht eine Einordnung von deiner Methode in die Landschaft von möglichen Therapiearten. Und um damit anzufangen, würde ich dich erstmal fragen wollen, wie ist deine Methode anders als die Gestalttherapie, auf der deine Arbeit ja aufgesetzt ist? Du hast studiert im Bereich Psychotherapie mit Fokus auf der Gestalttherapie. Was macht die Gestalttherapie und was machst du anders? Ja, was sage ich dazu? Also vielleicht sage ich erstmal den historischen Bezug. Ich habe angefangen mit der Gestaltausbildung und der gesprächstherapeutischen Ausbildung ungefähr gleichzeitig im Jahr 1978. Das heißt, das ist Jahrhunderte her. Und so, dass ich ehrlich gesagt sagen muss, es interessiert mich nicht mehr so sehr. Mehr interessiert mich, dass ich die ganzen Jahrzehnte über Fortbildungen hatte, Lehrer hatte, spirituelle Lehrer hatte, von denen ich unendlich viel gelernt habe. Das ist viel wichtiger wie das Handwerkszeug, was ich früher mal gelernt habe. Also ich könnte das eine oder andere über Gestalttherapie sagen und ich freue mich darüber, wenn ich mit Menschen eine sogenannte Kissenarbeit mache, also dass ich zum Beispiel sage, stell dir vor, dein Vater sitzt dir gegenüber und der ist symbolisch in Form eines Kissens und dann wird in direkter Rede gesprochen. Alleine das ist eine umwerfende Methode, denn sie tut ja nichts anderes, wie eine Interaktion mit einer anderen Person in die Gegenwart transportieren. Ja, das heißt, der Klient erlebt seine Gefühle seinem Vater oder wem auch immer gegenüber, wie wenn es jetzt in dieser Sekunde stattfindet. Er redet nicht über etwas, sondern er redet. Und das ist in der Gestalttherapie großartige Erfindung, das sogenannte Hier- und Jetzt-Prinzip, was heutzutage in jedermann Munde ist. Eckhart Tolle spricht die ganze Zeit über das Jetzt, dass das Jetzt sozusagen die Voraussetzung schafft, gegenwärtig zu sein und lebendig zu sein. Also, ich höre deine Frage und ich würde einfach sagen, das Allerwichtigste, was ich gelernt habe und was sich aber intensiviert hat für mich im Laufe von 30, 40 Jahren, ist das sogenannte therapeutische Paradoxon. Das, das habe ich so nebenbei vielleicht auch mal gelernt in meiner Ausbildung, aber verfeinert und systematisiert habe ich das sozusagen. Das heißt, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mir irgendwas erzählt, gibt es eine ganz einfache Richtschnur meines Therapeutenverhaltens. Ich möchte meinem Gegenüber helfen, sich so zu akzeptieren, wie er ist. Was er in der Regel ja nicht tut. Er kommt her und erzählt mir was und sagt, das ist ganz schlimm, dass es so ist. Und ich helfe ihm dann, sich selbst zu akzeptieren, wie er ist. Und das therapeutische Paradoxon ist eine Offenbarung für mein Leben, für mein persönliches Leben, für mein therapeutisches Leben und für meine Arbeit. Es lautet, akzeptiere dich so, wie du bist und du fängst an, dich zu verändern. Das ist für viele Menschen neu, eine, Ja. geradezu eine Herausforderung. Mhm. Ach so, mein Job besteht nicht darin, endlich meinen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern mein Job, wenn es denn überhaupt einen Job gibt, besteht darin, zu lernen, mit mir einverstanden sein.
Ich liebe dieses Wort, ich liebe auch die Langgezogenheit dieses Wortes. Es hat was Magisches. Einverstanden sein. Ja. Was bedeutet das für dich, das Einverstandensein? Warum empfiehlst du das Menschen, sich zu akzeptieren? Was macht das mit Menschen? Naja, die Heilsversprechung ist ja das, was nach dem Komma kommt. Akzeptiere dich, wie du bist, Komma, und jetzt kommt's. Und du fängst an, dich zu verändern. Und das erläutere ich meinen Klienten gegenüber 100-mal, 1000-mal, immer wieder, weil das ist ein Satz, aber den zu durchdringen und zu verstehen, ist für viele Menschen nicht ganz so leicht. Klingt ja auch paradox. Wie kann das denn sein eigentlich? Ja. Deswegen heißt es ja auch die paradoxe Theorie der Veränderung. Ja. Sie ist ursprünglich vom Beiser, glaube ich, einem Schüler der ersten gestalttherapeutischen Generation entwickelt worden. Aber die Kurzerläuterung von diesem Satz ist, wenn ich ein Symptom habe und ich verurteile mich mit diesem Symptom, ich sage, ich dürfte so nicht sein, ich müsste anders sein, das ist furchtbar, dass ich immer noch so und so bin, dann entsteht ja in mir selbst ein Kampf. Nicht draußen, sondern in mir selbst. Ein Teil, der sagt, hör endlich auf mit diesem Symptom, und ein anderer Teil, der sagt, ich kann aber nicht. Ja. Und dann findet ein Kampf statt, buchstäblich ein. Und dieser Kampf absorbiert Energie, buchstäblich Lebensenergie. Und eine beglückende Erfahrung ist jemand, wenn er im therapeutischen Prozess tief ausatmet und sagt, ach so, ich könnte also genauso gut einverstanden sein. Es ist jetzt so. In dem Prozess des Einverstandenseins findet eine Entspannung statt. Er entspannt sich in das Einverstandensein hinein. Und jetzt erinnern wir wieder an den Satz von dem vorigen Teil. Alles Wesentliche geschieht in der Entspannung. Das heißt, dieser Mensch sieht die Welt mit neuen Augen, mit entspannten, neuen Augen, mit liebevollen Augen. Im günstigen Fall schaut er auf sich. Und das alles beinhaltet der Satz, akzeptiere dich so, wie du bist, Komma, und du fängst an, dich zu verändern. Das heißt nicht, und du veränderst dich, aber der Prozess, der Beginn des Prozesses der Veränderung ist die Entspannung. Ja, und das ist leicht zu übersehen. Ja. Ja. Also ich habe mich mit diesem theoretischen Paradoxon buchstäblich 40 Jahre, das ist auch in meinem Buch ein zentraler Artikel, diesen Text habe ich ständig überarbeitet. Dann später kam ich dazu, dass ich sozusagen die spirituelle Dimension noch einarbeite in diesen Satz. Der begeistert mich, der bestimmt mein Leben, der bestimmt mein therapeutisches Leben, der bestimmt mein Leben als Gefühlsschullehrer und der bestimmt auch mein persönliches Leben. Immer wenn es mir gelungen ist, zu den Umständen meines Lebens, so wie es sich entfaltet, Ja zu sagen, was ein anderes Wort für Einverstandensein ist. Ja sagen, mit dieser Langgezogenheit, dass sich das A öffnet in die Befreiung hinein. Umso mehr kam innerer Frieden auf. Denn wie kann ich in Frieden mit mir sein, wenn ich einen Teil von mir ablehne und verachte und beschimpfe? Das kann nicht funktionieren, was immer die Symptome im einzelnen Fall auch sind. Ja. Und ich persönlich kenne auch die Ansprüche, die ich an mich stelle zum Beispiel und wo ich auch weiß, dass viele andere, die an sich selbst stellen, vielleicht ein gutes Beispiel dafür ist, sich im nächsten Jahr etwas vorzunehmen, alles besser zu machen. Und das habe ich auch mal Neujahrsvorsätze. Genau, Neujahrsvorsätze. Und das habe ich auch mal vor langer Zeit gemacht und das hat bei mir nie funktioniert. Und ich glaube, vielleicht ein Teil davon war auch, weil ich es nicht akzeptieren konnte, dass ich jetzt eben nicht so bin, wie ich mir das da vorgenommen habe.
Ja, und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie schwierig das sein kann, die einfachsten Sachen von sich selbst zu akzeptieren, die Ja. einfachsten Ja. Unzulänglichkeiten. Und da hilft einfach wieder das Zusammensein in einer Gruppe, um das zu akzeptieren, das Akzeptieren zu lernen. Wie gesagt, der Satz ist scheinbar ein einfacher Satz, aber er beinhaltet sehr viel innere Arbeit. Ja? Und ich könnte genauso gut einverstanden sein. Nehmen wir so ein Beispiel vielleicht für Missgunst. Missgunst ist ja üblicherweise keine besonders erstrebenswerte Eigenschaft. Aber mein Gott, wir sind manchmal missgünstig. Wir missgönnen jemand anderem dies oder jenes. Und dann kommt der moralische Teil in uns, der sagt, du dürftest aber nicht missgünstig sein. Du bist doch ein edler Mensch. Gönn doch dem anderen das und jenes. Aber es funktioniert nicht. Und das andere, ich bekenne euch, ich bin missgünstig. Ja. Oder ich bin manchmal missgünstig. Niemand ist immer missgünstig. Aber manchmal bin ich missgünstig. Und dann wird er respektiert und akzeptiert mit dieser Eigenschaft. Das bringt mich vielleicht dazu, sogenannte Geheimnisse zu offenbaren, spielt in meinen Gruppen eine große Rolle. Genau sowas wie, ich bin missgünstig. Und ich bin sauer, wenn der und derjenige das hat, weil ich es nicht habe und ich will das auch haben. Und ich ertappe mich dabei, dass ich ärgerliche und missgünstige Gedanken und Gefühle über diese oder jene Person habe. Okay, du wirst akzeptiert hier. Und dann kann man auch anfangen, sich selbst damit zu akzeptieren oder einverstanden sein und sagen, ja, das ist ein Teil von mir. Ja. Und eine Sache, die mich daran begeistert, ist, dass aus meiner Erfahrung heraus du hast zum Beispiel mit der Gestalttherapie angefangen als Fundament vielleicht für deine Arbeit und hast dann in den letzten 40 Jahren deiner Berufserfahrung, so wie ich das verstanden habe, das weiterentwickelt, was funktioniert hat davon. Ja, und absolut. Ich finde, eine Sache, die mich sehr begeistert bei dir ist, dass ich glaube, dass du eine sehr scharfe Beobachtungsgabe hast, was funktioniert, wie kann ich Leuten helfen und was funktioniert nicht so gut. Ja. Und gibt es vielleicht da Schlüsselerfahrungen oder vielleicht so Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, das mache ich so und nicht vielleicht wie die Methode, die ich ausprobiert habe oder vielleicht so, wo du deine eigene Erfahrung reingebracht hast? Ich kann vielleicht mal so anfangen. Ich habe gestalttherapeutische Ausbildung gemacht und war begeistert von dieser Methode und war dann auch Ausbildungsleiter für angehende Gestalttherapeuten. Da ist es aber notwendig, dass man diese Methode 100% in seiner reinen Form lehrt. Das könnte ich jetzt nicht mehr. Es würde einfach nicht mehr passen, weil ich mich hin zu einem integrativen Konzept entwickelt habe. Genauso wie du das sagst. Ich höre irgendwas, ich erlebe irgendwas an mir und sage, oh, das probiere ich aus. Ja. Und dann stelle ich fest, passt nicht so richtig, dann lasse ich es wieder los. Oder ich bin begeistert und übernehme das in mein Repertoire. Ja? Man könnte vielleicht auch ein bisschen negativ oder einfach ausgedrückt, ich halte viel von Versuch und Irrtum. Ja, das merke ich. Ja. Das heißt, ich probiere was aus, wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, lasse ich es fallen. Hat auch was Wissenschaftliches, dieser Ansatz. Ja, es ist eine andere Form von Wissenschaft. Ja. Es ist ja eine sehr weiche Wissenschaft, könnte man im Allgemeinen sagen, ne? Psychologie. Ja. Und da ist vielleicht dieser Ansatz das Beste, was man bekommen kann. Ne? Ja. Kannst du beschreiben, vielleicht, was dir nicht gefallen hat an dem, was dir gelehrt wurde? Ich erinnere mich, dass du mal erwähnt hattest, dass viele Ansätze sehr stark auf die Symptomatik fokussiert sind und dass das gar nicht so hilfreich ist. Kannst du das beschreiben? Ja, das kann ich beschreiben, weil das ist ja ein ganz zentraler
Angriff oder Vorwurf auf die traditionelle Psychotherapie, die Betonung der Symptomatik. Also weniger die Ressourcenbildung, sondern was alles nicht funktioniert. So wie wenn man zum Zahnarzt geht, das ist die klassische Form, und der Zahnarzt bittet seine Sekretärin herein und dann diktiert er ihr, welche Teile deiner Zähne nicht funktionieren und repariert werden müssen. Ja. Alles auf die Symptomatik. Es hat auch was Mechanisches und es ist auch leicht, vielleicht eine Methode zu entwickeln, die so mechanisch ist. Ja. Und zu prüfen, ob die funktioniert. Ja. Also ich kann verstehen, dass die Wissenschaft darauf so scharf ist. Absolut, ja. Oder jeder Kfz-Mechaniker beruht ja auf dem Prinzip, das Auto funktioniert. Welche Teile funktionieren nicht, welche müssen ausgetauscht werden. Aber das Leben funktioniert nicht so auf so einer Ebene. Und vor allem die Gefahr besteht, dass Menschen immer kleiner werden. Ja, die Symptome gehen ja nicht weg von heute auf morgen und es wird alles immer schlimmer. Mhm. Also insofern ist es auch wichtig, sich immer wieder vorzustellen, wie würde dein Leben aussehen, wenn du frei von allen Begrenzungen wärst. Ja. Ich liebe diese Intervention, die hat man mir nicht in der Gestalttherapie beigebracht. Die habe ich auf anderem Mist erlebt sozusagen. Ich liebe es, den Begriff der sogenannten allseits entwickelten Persönlichkeit zu benutzen. Das ist ja ein Zitat von Karl Marx und der passt ja nun nicht in die Psychoszene rein, ja, sozusagen. Und die allseits entwickelte Persönlichkeit, die würde vielleicht morgens fischen und nachmittags Ackerbau und Viehzucht betreiben und abends philosophische Werke lesen. Klingt nach Karl Marx. Ja, sozusagen. Das pralle, intensive Leben. Mhm. Die allseits entwickelte Persönlichkeit, was würde die tun? Mhm. Und da kommt häufig sofort, dass jemand seinen Tellerrand verlässt und sagt, dann würde ich auf die Person zugehen und sagen, ich fühle mich zu dir hingezogen. Mhm. Natürlich würde ich das tun, weil das ein ziemlich normaler Vorgang ist. Ich fühle mich zu jemandem hingezogen und fange an zu sagen, das kann ich jetzt nicht tun, weil dann würde der sich als übergriffig betrachtet fühlen oder ach, was weiß ich, was da alles für Argumente kommen. Und in die allseits entwickelte Persönlichkeit, die hätte ja auch keine Angst. Das heißt, ich unterstütze meinen Schüler immer wieder mit der Möglichkeit, dass er auch sehr viel gesunde Anteile hat. Mhm. Denn diese Frage, was würde die allseits entwickelte Persönlichkeit tun, kann man nur beantworten, wenn man eine Vorstellung bereits davon hat, dass die da ist. Das ist der kleine Trick dabei. Also das heißt, das spielt eine ganz große Rolle für mich, das Potenzial in meinem Gegenüber zu sehen. Und da hat sich meine Wahrnehmung auch in 40 Jahren verändert, wenn ich auf mein Klientel gucke und grundsätzlich unter den Gesichtspunkten von Problemen, dann sehe ich auch nur Probleme. Wenn ich mein Gegenüber angucke unter dem Gesichtspunkt, ein strahlendes Wesen, ein wunderbares Geschenk und Kind Gottes, dann sehe ich ihn auch so. Und das finde ich faszinierend, den Menschen in seiner Schönheit zu sehen, in seiner Lebendigkeit, in seiner Kraft. Ja, ich finde, es hat auch was sehr Positives und Einladendes, diese Perspektive zu erleben, auch quasi als Teilnehmer von deinen Gruppen zum Beispiel. Ich finde es irgendwie sehr angenehm zu hören, du glaubst irgendwie daran, dass schon das Gute in den Menschen drinsteckt und das nur so ein bisschen vergraben ist vielleicht. Das fühlt sich irgendwie viel schöner an und vielleicht auch hilfreicher für mich persönlich jetzt, als zu hören, du hast die und die Symptomatik und da ist so ein Problem. Ja. Und da müssen wir jetzt irgendeine Medizin finden im Grunde. Ja, um den zu reparieren. Genau, um das
auszutauschen, was da kaputt ist bei dir. Ja. Ich finde, das hat eine Weichheit, Ja. die das mitbringt, die auch gleich vielleicht für mich hat das einen sehr positiven psychologischen Effekt auch gehabt, glaube ich, dass du da so rangegangen bist. Ja, und das überträgt sich auf auf die Leute, die in der Gruppe sitzen, und die entwickeln dann auch diese Art von Haltung. Ja. Und ich könnte vielleicht noch hinzufügen, vor ein paar Jahren ist ja für meine Begriffe ein bahnbrechendes Werk erschienen, das heißt Im Grunde gut, von einem Niederländer oder Holländer. Und den Namen weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber es ist ein umwerfendes Buch, der sozusagen ganz auf den Grundlagen der humanistischen Psychologie beruht und sagt, der Mensch ist seinem Wesen nach ein guter Mensch. Er ist ein aktiver Mensch, er ist ein hilfsbereiter Mensch. Er hat Interesse, die Welt zu etwas Besserem zu verwandeln und zu verändern. Wenn wir diese Welt, diese schreckliche Welt teilweise angucken, haben wir das Gefühl, das kann nicht sein, aber das kann sein. Das Element, das Grundelement von dir und von mir ist, dass im Grunde bin ich gut. Im Grunde bin ich ein guter Mensch, ein freundlicher, zugewandter, hilfsbereiter, unterstützender Mensch. Und das untermauert er auf vielen hunderten Seiten mit Experimenten, die unglaublich sind. Möchtest du ein Beispiel nennen? Also dieses Beispiel, nee, ich kriege es jetzt im Moment nicht zusammen. Das berühmte Experiment, wo Menschen bereit waren, auf Aufforderung her Stromschläge zu versetzen an andere Menschen. Das hat er entlarvt, dass es gar nicht stimmt, dass es auf falschen Voraussetzungen beruht. Aber da fehlen mir jetzt die Details. Ja. Das könnte ich jetzt auf Anhieb nicht genau erklären. Okay, also er gibt viele Beispiele dafür. Ja, ja. Wie wichtig schätzt du diese Perspektive denn ein in der therapeutischen Arbeit, dass man vielleicht ein Positiv sagt, das Gute steckt schon im Menschen? Gibt es andere ich habe das Gefühl, dass einige therapeutische Ansätze diese quasi Haltung überhaupt nicht verkörpern, sondern genau eben in diesen medizinischen Stil reingehen, so da ist ein Problem und das ist die Symptomatik und das und das müssen wir jetzt machen. Denkst du, das ist effektiv? Oder ist das überhaupt so in deiner Wahrnehmung? Also das würde jetzt bedeuten, sozusagen eine Methodenkritik anzuwenden. Das weiß ich nicht so richtig, ob es hilfreich ist. Ich kann nur sagen, zu mir wird es nicht passen. Zu mir würde es nicht passen, ein orthodoxer Verhaltenstherapeut zu sehen, weil da ist es sagt, welche Probleme hast du? Und jetzt entwickeln wir eine Methode, wie wir diese Probleme lösen. Weil es nach meiner Sicht der Dinge nicht die Essenz, das Wesentliche, die Grundlagen, auch die spirituelle Ebene nicht mit einbeziehen. Es ist technokratisch. Okay. Aber ich will auf der anderen Seite sagen, es sind zweifellos in der orthodoxen Verhaltenstherapie Erfolge erzielt worden. Also in abgegrenzten kleinen Symptomen mag es sicher hilfreich sein. Ich verurteile diese Methode nicht fundamental. Ich sage nur, zu mir wird es nicht passen. Ja. Wünschst du dir manchmal, dass mehr Therapeuten deine Methode verwenden? Oder wie führst du dazu? Ich habe ja jetzt, oder im Grunde hast du dir ja aus verschiedenen Strömungen deine eigene Methode zusammengebaut. Du hast die humanistische Psychologie erwähnt und auch die Gestalttherapie offensichtlich. Das ist zweischneidig, sozusagen. Natürlich wünsche ich mir, dass mehr Menschen sozusagen die Lebendigkeit in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen, dass mehr Menschen ihren Gefühlsreichtum sozusagen als Potenzial für Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung tun. Aber auf der anderen Seite, da spüre ich schon meinen Alterungsprozess, habe ich einfach nicht mehr die Kraft. Ich habe ja Gruppenleiterausbildung betrieben, zweimal oder glaube ich 3-mal sogar. Das
traue ich mir energetisch gesehen nicht mehr zu. Ich muss gucken, dass ich meine Kräfte sozusagen nicht verausgabe. Ja. Ich brauche meine Lebendigkeit weiterhin. Deswegen bin ich da. Ich werde immer wieder gefragt, wann machst du das wieder? Aber ich mache es nicht wieder. Ja. Nach jetziger Sicht der Dinge. Was immer das heißt. Kannst du beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat, diese Gruppenleiterausbildung zu machen? War das also hast du das Gefühl gehabt, dass, ich weiß nicht genau, wer da jetzt teilgenommen hat, aber vielleicht kannst du das einfach mal beschreiben, diesen Prozess, das würde mich interessieren. Und was dabei herausgekommen ist. Da konnte ich vieles von dem, was ich dir jetzt erzählt habe, konnte ich schon umsetzen. Ja. Der Titel der Veranstaltung hieß Die Kunst der Gruppenleitung. Ja. Das ist doch fantastisch, alleine so eine Begrifflichkeit. Ja. Es ist ein Kunstwerk, miteinander zu tanzen. Das heißt, es ist kein technokratischer Vorgang, da musst du Methode A, B und C verwenden und dann flutscht es schon, sondern es ist ein Kunstwerk, wie ein Bild zu malen ein Kunstwerk ist. Ja. Und diesen Grundgedanke sozusagen, was ich gesagt habe, also das Gute im Menschen zu sehen und ihn in seinem Wachstumsprozess zu unterstützen und all das kann man dann 1:1 den Leuten, die um einen herum sind, mitgeben und anregen und begeistern. Begeisterung ist ein ganz zentraler Begriff für Wachstum. Ja, ich möchte jetzt nochmal auf ein anderes Thema kommen. Und zwar ist mir persönlich aufgefallen, dass ich es ein bisschen absurd finde, wie wir im Allgemeinen mit emotionaler Gesundheit umgehen. Und zwar, um das vielleicht zu illustrieren, rede ich gerne davon, wie wir zum Beispiel lesen lernen. Wo wir uns alle einig sind, Lesen ist eine sehr grundlegende Fähigkeit. Und wir geben das unseren Kindern mit, ganz früh, weil wir wissen, wenn die Kinder lesen können, dann haben die später das im Leben viel leichter. Es ist super schwierig, ohne Lesen durchs Leben zu kommen. Und es wäre eine abstruse Forderung zu sagen, nee, wir machen das nicht, weil man sieht ja, dass es wunderbar funktioniert und es wunderbar hilfreich ist, lesen zu lernen. Und in dem Kontext ist es für mich, ich sehe emotionale Fähigkeiten eigentlich genau in dem gleichen Licht. Wir haben da so die Ansicht, oder so der Status quo ist, ja, Eltern bringen das ihren Kindern bei, zu einem großen Teil, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um im Leben, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um. Und wenn man das überträgt, was wir dort machen eigentlich, ist ja dann, also im Grunde was ja normalerweise passiert ist, dass viele Leute nicht klarkommen mit ihren Gefühlen und dann später im Leben Burnout erleben oder ihre Beziehung in die Brüche geht, vielleicht sehr spät und sie dann vor Ruinen stehen in ihrem Leben und dann merken, oh, okay, da ist ja vielleicht was ich mal anschauen sollte, weil ich ja ein riesiges Problem habe. Und das nehmen wir als ganz normal hin, dass man das so macht und dass man dann sagt, okay, dann gehe ich jetzt zu einem Therapeuten. Und wenn man das auf Lesen übertragen würde, wäre das ja, okay, also wir bringen den Kindern nicht Lesen bei und die Eltern, die wissen ja so ein bisschen, wie man lesen kann und die bringen das vielleicht so ein bisschen bei und viele raffen es aber auch nicht so, vielleicht ein Drittel haben das dann auch nicht so richtig gelernt und die sind dann Analphabeten und sind dann mit 30 Jahren irgendwie auf der Straße, weil sie irgendwie keinen Job finden und dann sagen sie so, oh Mist, ja, ich bin ja irgendwie ein Versager, weil ich habe es ja gar nicht hingekriegt hier mit meinem Leben. Und jetzt fange ich mal an, irgendwie auf so eine Abendschule zu gehen, um noch lesen zu lernen, weil sonst kriege ich es ja gar nicht gebacken mit meinem Leben hier. Das wäre ja völlig absurd, wenn man diesen Ansatz als Gesellschaft als normal annehmen würde. Und du willst damit sagen, aber bei den Gefühlen machen wir es so. Ist es so. Und ich würde sozusagen sagen, dass mit Gefühlen umzugehen ja noch grundlegender ist, als jetzt lesen zu lernen, weil das alles durchdringt, das ganze Leben lang. Das ist ein Motor für Motivation, für Beziehungen, für Freundschaften, für alles, was Bedeutung hat. Und es ist für mich super erstaunlich zu beobachten, was wir machen als Gesellschaft damit. Und ich wollte dich fragen, wie
du das selbst siehst, ob du denkst, würden Leute nicht viel mehr profitieren, wenn wir ein strukturiertes Herangehen hätten an emotionale Bildung in einer gewissen Weise. Ja, natürlich, dem kann ich bedingungslos zustimmen. Ich habe da auch schon mehrere Artikel darüber gelesen und Beispiele gehört, aber die kann ich jetzt auf dem Stegreif leider Gottes nicht zitieren. Maas, der Psychoanalytiker aus dem Osten, der hat diese Forderung aufgestellt, dass man ein Fach wie Gefühlskunde einführen sollte in der Schule. Er spricht unter anderem dafür, dass die ganze Nazi-Ideologie, dass der nicht beizukommen ist, wenn man die Menschen kognitiv aufklärt, zu was nationalsozialistisches oder rechtsradikales Denken in der Konsequenz führt. Ja. Da holt man keinen Halbnazi hinterm Ofen vor, sondern durch einen Gefühlsbezug. Okay. Also grundsätzlich ist es geradezu absurd, auf den Umstand, dass wir andere Menschen erziehen und Gefühle ignorieren. Es ist an Absurdität nicht zu überbieten. Das finde ich auch. Ja. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto absurder wirkt es für mich. Es ist so offensichtlich. Genau. Aber das ist für dich offensichtlich und für mich und für viele nicht. Ja. Und das hängt damit zusammen natürlich, dass es sehr viele Menschen gibt, die leiden eigentlich letztlich unter einer Gefühlsbehinderung. Ich würde sagen, auch ein Großteil der Lehrer leiden unter einer Gefühlsbehinderung. Kannst du das beschreiben? Naja, die entscheiden sich sozusagen in der gymnasialen Oberstufe zu unterrichten und da geht alles kognitiv zu. Ja, da heißt es zum Beispiel, wenn man ein Liebesgedicht interpretiert, bitte interpretieren und analysieren Sie dieses Liebesgedicht. Da wird nicht gefragt, sagen Sie mal erstmal Ihre Gefühle. Kriegen Sie feuchte Augen, wenn Sie das hören? Löst es sehnsuchtsvolle Gefühle in Ihnen aus, dass Sie sagen, ach, sowas würde ich auch mal erleben wie der Autor von diesem Liebesgedicht. Ja. Nichts davon. Analysieren Sie das bitte. Das heißt, ein anderes Wort für analysieren ist, zerlegen Sie es in die Einzelteile und kritisieren Sie es dann. Ja, sehr kopflastig. Ja, kopflastig, genau. Ja. Ja, da ist der Bezug zu den Gefühlen irgendwie, da ist gar kein Platz dafür da, oder? Das habe ich auch sehr viel erfahren oder wenn, dann relativ oberflächlich, nicht sehr, passt auch zu dieser industrialisierten Einstellung vielleicht, dass man so lernen muss, wie funktioniert das Leben und dann aber für die Gefühle ist nicht so ein großer Platz da eigentlich in vielen Institutionen, die wir haben. Ja. Und aus meiner Sicht geht damit viel kaputt. Ja, und das paradiesische Leben stelle ich mir so vor, dass wir alle gefühlsbezogen miteinander kommunizieren. So wie es viele Menschen erleben, insbesondere nachdem sie aufgeweicht sind nach einem 5 Tage intensiven Workshop in Finkenwerder Hof. Ja. Menschen gucken sich in die Augen, kriegen feuchte Augen, sagen, ich mag dich, ich bin gern mit dir zusammen, wollen wir einen kleinen Spaziergang machen und Händchen halten, Körperkontakt ist der normale Vorgang. Das erleben dann Menschen als normal, in Anführungszeichen. Dann kommen sie wieder zurück und dann werden sie mit der harten Realität konfrontiert, dass es nicht erwünscht ist. Sie werden vorsichtig, ängstlich, sie werden vielleicht verlacht für ihre Gefühle. Sie halten sich bedeckt und leben wieder das normale Leben. Ja. Ja, es ist für mich auch sehr traurig, wie wenig Gefühle Platz haben in unserem Alltag. Auch im berufliches Umfeld ist oft sehr mager, was da vielleicht Gelegenheiten angeht, sich richtig tiefer zu öffnen mit Kollegen. Oder es ist alles sehr, in meiner Wahrnehmung, oft oberflächlich. Ja. Es gibt wenig Institutionen, die das sehr in die Tiefe fördern, würde ich sagen. Ja. Wie du hast, um nochmal anzuknüpfen an den Punkt, den du gesagt hast, dass du träumst davon, dass wir mehr davon haben, mehr von vielleicht der emotionalen Tiefe im Alltag.
Du hast gesagt, dass du gerne ein universelles Liebesfeld hättest in der Welt. Kannst du das beschreiben, Ja, was das ist? dass es immer größer wird. Mir fällt jetzt gerade ein, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich mache ja meine Gruppen, also die 5-Tagesgruppen in Finkenwerder in einem Raum, der ziemlich exakt 100 Quadratmeter groß ist. Und da erlebe ich das dann manchmal, dass es wirklich ein Liebesfeld ist, was schwebt, was im Raum schwebt und was alle Menschen ergreift in unterschiedlicher Form. Und dann kann man ja vielleicht dann mal einen Schritt weiter gehen und sagen, wir mieten eine Turnhalle, die hat vielleicht dann 500 oder 600 Quadratmeter und da sind ein paar tausend Menschen drin. Und dann kreieren wir ein Liebesfeld, in dem Freundlichkeit und Herzlichkeit und Zulächeln und gegenseitiges Verständnis da ist. Und dann kreieren wir ein Liebesfeld im Olympiastadion und dann kreieren wir ein Liebesfeld auf der ganzen Welt. Also das ist sozusagen so ein Traum, dass wir als Spezies Mensch eine Transformation erleben und alle beseelt sind sozusagen von dem, was es heißt, zu lieben und geliebt zu werden. Ja. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, mehr davon zu haben. Das ist vielleicht viele Zuhörer, wenn jetzt denken, das ist ja auch ein bisschen utopisch, was du da sagst. Leider fühlt sich das sehr weit weg an auch. Was denkst du denn ist der erste Weg, wie wir das erreichen könnten? Was fehlt in der Welt? Naja, ich drücke es vielleicht mal so aus. Ich kriege immer wieder Rückmeldungen, dass irgendwo eine Geburtstagsfeier stattfindet und auf dieser Geburtstagsfeier sind 50 Leute und 10 davon sind Gefühlsschüler. Und die kreieren dann in aller Regel eine besondere Energie. Ich habe auf diese Art und Weise schon Klienten bekommen. Ich kann mich genau erinnern, dass mich mal jemand angerufen hat und hat gesagt, du, ich war auf einer Fete und da waren so ein paar Leute und die waren so herzlich und offen und freundlich und umgänglich, haben sich umarmt. Das hat mich so angetörnt. Dann habe ich gesagt, was ist denn mit euch los? Und dann haben sie gesagt, wir kommen aus der Gefühlsschule. Also es ist nicht gelogen, es war dann so und der ruft bei mir an und gehört jetzt zu meinen besten Gefühlsschülern. Auf diese Art und Weise kam der zu mir. Ja. Ja. Also durch deine Arbeit gibst du deinen Beitrag dazu. Weiter, genau. Ja. Im bescheidenen Rahmen, aber es geht. Ja. Oder ich kenne einen anderen, der schickt ständig Leute zu mir. Details will ich jetzt nicht nennen. Das ist unser Kameramann für die Zuhörer, der hier im Off sitzt. Ja. Okay. Ich schau mal, ob ich noch eine brennende Frage mehr übrig habe. Welche Hoffnungen hast du denn vielleicht mit deiner Arbeit? Deine Arbeit und vielleicht deine Art von Arbeit. Was erhoffst du dir davon, was das bewirkt? Nee, ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Ich habe die Hoffnung, die keine geringe Hoffnung ist, die Hoffnung, dass sich die Liebe in der Welt verbreitet. Und es fängt an in diesem überschaubaren Umfeld, in dem ich mich bewege und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter und dann treten andere auf und die verbreiten das ebenfalls und dann geht es weiter. Ja. Ich bohre noch mal ein kleines bisschen nach. Aus meiner Sicht leistest du deinen Beitrag zu dieser Vision, dass du so viele Menschen berührst und so vielen Menschen
Werkzeug gibst, um mit ihren eigenen Emotionen zurechtzukommen im Leben, um vielleicht das Lieben zu lernen. Wie stellst du dir denn vor, wie denkst du, dass es zum Beispiel weitergehen kann, nachdem du deine Arbeit gemacht hast? Was wünschst du dir vielleicht von anderen Leuten, dass sie auch vielleicht in deine Fußstapfen treten oder dass sie vielleicht deine Methode anwenden? Ja, das ist ja eine konkrete Frage. Also es gibt schon in meinem Umfeld eine kleine, überschaubare Gruppe an Menschen, die ebenfalls Gruppen in der Gefühlsschule abhalten und leiten. Ja. Und mit denen treffe ich mich immer wieder. Die machen Supervision bei mir, die unterstütze ich in dem Prozess sozusagen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das könnten gern mehr sein, aber das ist das, was im Moment möglich ist im Rahmen meiner Möglichkeiten. Dankeschön erstmal. Jetzt würde ich wieder eine kurze Pause machen und dann zum dritten Teil kommen, der über dein persönliches Leben nochmal mehr geht. Ja, Dankeschön. Ja, gern. Dankeschön.